Good morning, my friend. Guten Morgen, meine Freunde. Oh, the cross of Jesus. Oh, das Kreuz von Jesus. Oh, how we need to bring it back into the center of Christianity again. Wie wir es doch wieder ins Zentrum des Christseins zurückbringen müssen. The cross, the burial, the resurrection and ascension of our beloved Jesus. Das Kreuz, das Begräbnis, die Auferstehung und Himmelfahrt unseres geliebten Jesus. Verse 15. Vers 15. You know, I remember when this verse first gripped me. Ich erinnere mich, als dieser Vers mich zum ersten Mal ergriff. I was not even 20 years old. Ich war nicht mal 20 Jahre alt. And I remember it was in my late teenage years. I walked around for days doing nothing but citing this Bible verse. Und ich erinnere mich, dass ich damals in meinen späten Teenagerjahren tagelang nichts anderes tat, als umherzugehen und diesen Vers aufzusagen. Look at this. Schau. Then Jesus made a public spectacle of all the powers and principalities of darkness. Dann machte Jesus ein öffentliches Spektakel aus allen Mächten und Gewalten der Finsternis. So let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. What does it mean he made a public spectacle of them? Was bedeutet es, dass Jesus sie öffentlich zur Schau stellte? You see, to us, we can imagine very little. Wir können uns das kaum vorstellen. But in my studies, I came across this. Aber beim Studieren bin ich darauf gestoßen, At those days, of course, they had real war. People, actually kings, went to war. dass damals, als es Kriege gab, tatsächlich die Könige in den Krieg gezogen sind. And they did not go to war with F-15s and military helicopters. Das taten sie nicht mit F-15 und Militärhubschraubern, They went people, person against person. sondern es kämpfte Mann gegen Mann. You know, with swords and shields. Mit Schwertern und Schildern. And in those days, when one king conquered another nation, Wenn damals ein König ein anderes Volk einnahm, not only when they got a victory, nicht wenn er nur eine Schlacht gewann, but only when they got a complete and total victory. sondern nur, wenn er den endgültigen finalen Sieg errang. When they totally conquered that other kingdom and captured their king. Also, wenn das andere Königreich völlig erobert und ihr König gefangen genommen wurde, Here's what they did. taten sie Folgendes. They stripped that other king naked. I mean, completely naked. How embarrassing. Sie entkleideten den anderen König, dass er völlig nackt war, komplett nackt. Wie peinlich. And then they tied him up in chains. Dann legten sie ihn in Ketten And with a lot of noise, they walked him through the city. und führten ihn mit viel Lärm durch die Stadt. For everybody to see that he has been defeated and he's now embarrassed and he has no more authority. Dass alle sehen konnten, dass er besiegt und blamiert wurde und keinerlei Autorität mehr hat. That's the exact phrase that Paul is using here. Genau das beschreibt Paulus hier. So look what he said. Schau, er sagt also, He's saying, Jesus made the devil completely naked, chained him up and made him walk through the town. er sagt, dass Jesus den Teufel total entkleidet und nackt gemacht, ihn in Ketten gelegt und durch die Stadt geführt hat. Think about the cross. Denk an das Kreuz. How did Jesus hang on the cross? Wie hing Jesus am Kreuz? Naked. Nackt. He had no clothes. Er hatte nichts mehr an. His hands were nailed to the cross. He could not cover all over his shame. Seine Hände waren ans Kreuz genagelt. Er konnte also seine Scham nicht bedecken. Very embarrassing, full of shame that Jesus hung on the cross. Sehr peinlich und beschämend, wie Jesus am Kreuz hing. And as the devil was looking at the cross and thought he won the victory, Der Teufel dachte, er hätte gewonnen, als er ihn am Kreuz anschaute. and after 3 days and 3 nights, Aber nach 3 Tagen und 3 Nächten, when Jesus was in Hades, in denen Jesus im Hades war, and the shout of heaven thundered through Hades, und der Ruf des Himmels durch den Hades erklang, and resurrected Jesus, und Jesus auferweckte, and Jesus said, "Give me the keys to hell and death, devil." und Jesus sagte, Teufel, gib mir die Schlüssel zur Hölle und zum Tod. Now there was a role reversal. Da fand ein Rollenwechsel statt. Jesus was now dressed in his royalty, and the devil was the one who was naked. Jetzt war Jesus in seiner Königlichkeit gekleidet und der Teufel war nackt. So look, Jesus made a public spectacle of all of the powers and principalities of darkness. Jesus hat also ein öffentliches Spektakel aus allen Mächten und Gewalten der Finsternis gemacht, Stripping away from them every weapon indem er ihnen alle Waffen entzog and all their spiritual authority and power to accuse us. und ihre ganze geistliche Autorität und Macht, uns anzuklagen. You know, when this verse really gripped me the first time, Als dieser Vers mich zum ersten Mal ergriff,
I have to be careful not to feel sorry for the devil. Musste ich aufpassen, dass der Teufel mir nicht leid tat. Think about it. Überleg mal. He's naked. Er ist nackt. He's been taken away. Every weapon has been taken away from him. Jede Waffe wurde ihm genommen. What it says here. So steht es hier. And every spiritual authority and every power. Und auch jede geistliche Autorität und Macht. So look at this picture of spiritual warfare. Schau dir dieses Bild des geistlichen Kampfes an. A naked devil, Ein nackter Teufel, stripped from all power and all authority, dem alle Macht und Autorität entzogen wurde, and a Christian like you and me, und ein Christ wie du und ich, dressed with the righteousness of Jesus, mit der Gerechtigkeit Jesu bekleidet, having the full armor of God, in der vollen Waffenrüstung Gottes, and having been given all authority and all power. dem die Autorität und Macht gegeben wurde. That's an unfair fight. Das ist ein unfairer Kampf. It's completely unfair. Total unfair. You armed to the teeth against a naked, defeated enemy in chains. Du bist an die Zähne bewaffnet gegen einen nackten, besiegten Feind in Ketten. That's what I said. You would almost feel sorry for the devil. Wie gesagt, ich hatte fast Mitleid mit dem Teufel. But he's so wicked and so evil that we don't feel sorry for him. Aber er ist so gemein und böse, dass er uns nicht leid tut. Do you know Christians have so many strange theologies about spiritual warfare? Christen haben so viele eigenartige Theologien über den geistlichen Kampf. The people who have a great theology in their own eyes, they see themselves equal to the devil. Die in ihren Augen eine super Theologie haben, sehen sich als gleichrangig mit dem Teufel. You know, he loses around and I lose around. He loses around and I lose around. Mal verliert er eine Runde, dann ich, dann wieder er und dann wieder ich. If I have a powerful weekend where God uses me, I'm gonna get some beating. Wenn ich ein kraftvolles Wochenende hatte, an dem Gott mich gebrauchte, dann kassiere ich wieder ein paar Schläge. Look about this. Schau das an. These are considering themselves a good Christian. Das sind die sich als gute Christen betrachten. Christians with a bad theology, they're constantly defeated or running from the devil. Christen mit einer schlechten Theologie sind ständig unterlegen oder laufen vor dem Teufel davon. Why have we developed such a strange theology about spiritual warfare and have ignored Colossians 2:15? Warum haben wir so eine seltsame Theologie über geistlichen Kampf entwickelt und dabei Kolosser 2,15 ignoriert? Why have we ignored what the cross did to the devil? Warum haben wir ignoriert, was das Kreuz mit dem Teufel gemacht hat? He's naked, Er ist nackt defeated. und besiegt. Every weapon has been stripped from him, Jede Waffe wurde ihm entrissen, plus the spiritual authority and power. inklusive jeder geistlichen Autorität und Macht. My friend, Mein Freund, your homework for today is this. deine heutige Hausaufgabe ist: Stand straight, stand up straight. Stell dich aufrecht und gerade hin, You know, lift up your head and lift up your shoulders. heb deinen Kopf und deine Schultern, Look at the cross. schau auf das Kreuz, Say, Jesus, I thank you sag: Jesus, ich danke dir, that I have been given all authority and all power through you. dass du mir alle Autorität und Macht gegeben hast And that the devil has been stripped of all authority and power. und dass dem Teufel alle Autorität und Macht entzogen wurde. From now on, I will walk in authority over his lies. Von nun an werde ich in Autorität über seine Lügen leben. Never again will I be afraid of him. He's a liar. Nie wieder werde ich Angst vor ihm haben, denn er ist ein Lügner. Stand up and live up to who you really are. Steh auf und lebe entsprechend dem, wer du wirklich bist. See you tomorrow. Bis morgen.